yours. Danke, dass das, was deins war, ist auch unseres geworden ist. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You are great, Lord. Du bist wunderbar, Herr. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. Father, thank you for your love, Lord. Vater, danke für deine Liebe. Holy Spirit, thank you that you are always with us. Heiliger Geist, danke, dass du immer mit uns bist. I want to hear the gospel. Jetzt wollen wir das Evangelium hören. Open our ears Öffne unsere Ohren. and Holy Spirit, give revelation about who Jesus is in our life. Heiliger Geist, gib uns eine Offenbarung, wer Jesus ist in unserem Leben. As we have the revelation of Jesus, So wie wir diese Offenbarung bekommen, grace will be with us abundantly. so wird die Gnade im Überfluss bei uns sein. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. In your name we pray. In deinem Namen beten wir. Hallelujah. Amen. Amen. You may be seated. You may be seated. Wir können uns Awesome. wieder setzen. Hallelujah. My sermons today is I give the title for my sermon is Give Your Broken Pieces to God and Have a Breakthrough in Your Life. Der Titel für meine Predigt heute ist, die gebrochenen Sachen an Gott zu geben, um einen Durchbruch im Leben zu Okay? bekommen. Give your broken pieces to God. Also lass uns unsere zerbrochenen Dinge an Gott geben. And I want you to open Hebrew 11. Hebrew 11. Lass uns Hebräerbrief 11 öffnen. And this is about the hall of fame of faithful people. Das ist sozusagen die Halle der Ehre für die alle gläubigen Menschen. So look Hebrew 11, okay? Open the Hebrew 11. And look and then I want to read from verse 8. Ich möchte ab Vers 8 lesen. So it says like this, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. By faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him in the same promise. For he waited for the city which has foundation, whose builders and makers is God. And by faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Therefore from one man and him as God, as good as dead, were born as many as the stars, as the sky in multitude, innumerable as the sand which is by the seashores. Until that verse. Hebräerbrief 11, Kapitel 8 lesen wir. Auch Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. And then we go to Hebrew 11 verse 23, and I read this, okay? By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. And then esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn shall touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. By faith the walls of Jericho
fell down after they were encircled for 7 days. And then 31. By faith, the harlot, the prostitute, Rahab, did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Wir lesen Hebräerbrief 11,23. Weil die Eltern des Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Sie hatten ein schönes Kind bekommen und versteckten es 3 Monate lang. Auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Weil er Gott glaubte, hielt Mose die Passafeier und ließ die Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestreichen. So blieben alle Israeliten am Leben, als der Todesengel die ältesten Söhne der Ägypter tötete. Auch das Volk Israel bewies seinen Glauben, als es durch das Rote Meer wie über trockenes Land ging. Das ägyptische Heer verfolgte die Israeliten und versank in den Fluten. Allein der Glaube des Volks Israels war es, der die Mauer Jerichos einstürzen ließ, nachdem die Israeliten 7 Tage lang um die Stadt gezogen waren. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und die Kundschafter Israels freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet, wie alle anderen Bewohner Jerichos, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. So, you see, why I read this for you? Also warum ich das jetzt gerade This is the vorgelesen habe. hall of fame where all the faith people are noticed, you know. Das ist wie die Halle des Ruhms für alle gläubigen Leute, die dort notiert But wurden. do you know what is the important things on all of these people? Wisst ihr, was der wichtige Punkt, der alle diese Leute verbindet, ist? They are not special. Die sind nicht besonders. They are like you and me. Die sind genauso wie ich und du. You know, Abraham. Wisst ihr Abraham? You know what Abraham did? Wisst ihr, was Abraham getan hat? As he met one king, So wie er den einen König mal getroffen hatte, he said that Sarah, er hat gesagt, dass Sarah, her wife, wer seine was Frau war, not her wife. dass sie nicht seine Frau war. And he did it not only one, but Und twice. er hat nicht einmal gelogen, sondern er hat zweimal gelogen. Amen. Amen. And I want to ask you, when you have, Mayfield, when you have Wulan, where's Wulan? He's not there. Oh, you Grace. When Carrie said when he met something trouble and said, she's not my wife. What did you do? What did you do? Oder was würde Grace jetzt tun, wenn Carrie sagen würde, wenn er jemanden trifft und sagt, oh, sie ist It meine was not Frau. easy, right? Das war nicht leicht. It seems that Moses, Abraham, is just it is coward. Es schien, als wäre Abraham ein Feigling in dieser Situation. Abraham was not a gentleman. Abraham, der war kein Gentleman. A gentleman actually has to protect his wife, right? Ein Gentleman, der müsste eigentlich seine Frau Prepare beschützen, everything. ihr alles He bereitstellen. was not doing that. Aber das hat er nicht getan in dieser Situation. But still, he is in the hall of fame, faith people. Aber trotz dessen ist er Teil in der Halle des Ruhms von all den gläubigen Menschen. Moses. Oder Moses zum Beispiel. You know that Moses killed people, right? Wir wissen, dass Moses jemanden umgebracht hat. And he ran. Und er ist davon gelaufen. He is still in the hall of fame for the faith people. Und er ist trotzdem in der Ruhmshalle für alle der gläubigen Menschen. And Rahab, Oder Rahab, prostitute. die Prostituierte. He received the spies from Israel in her home. Sie hat die Spione von Israel in ihrem Hause willkommen geheißen. A prostitute become a faith, notice in the hall of fame for the faith people. in the Eine Bible. Prostituierte ist Teil der Ruhmshalle in der Bibel. What I want to say to you is like this. Was ich damit sagen möchte, ist wie folgt. They were also like you and me, Sie waren genauso wie ich und du. not perfect. Nicht perfekt. I mean, in what they did, Also ich meine das in dem, was sie getan their haben. life. In ihrem Leben.
but God can still use them, Aber Gott kann sie trotzdem benutzen. and they keep going. Und sie sind trotzdem weitergegangen. And they'll keep going to believe in God in their life. Und sie sind weiter weitergegangen, haben weiter an Gott geglaubt in ihrem Leben. And that's why they call faith. Und deswegen wird es Glaube genannt. It's not depending on what happened in the surrounding, Es hat nichts mit ihrer Umgebung zu tun, but they believing on what God said. sondern daran zu glauben, was Gott ihnen gesagt hat. And that is the difference between faith people and unfaith people. Und das ist der Unterschied zwischen gläubigen und ungläubigen Menschen. You know something? When you say, I have faith, Wisst ihr, wie gesagt, ich habe den Glauben. whatever Was happens, auch immer geschehen you mag, still believe that God is for you. dann glaubt ihr es trotzdem, dass Gott für And euch da God will ist. make everything awesome for you. Amen. Dass Gott mit allen zusammenarbeiten wird, dass alles gut für euch sein wird. And that is the faith, people. Und das ist der And Glaube. that's why in Hebrew 11 verse 6, look at this. Hebrew 11 verse 6. Hebräerbrief 11, Vers 6. Hebrew 11 verse 6, it said like this. But without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hebräerbrief 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. That's why for me it's unfair Deswegen finde ich es unfair, when people blaming God, wenn sie die Schuld auf Gott tun. when something bad things happen in their life. Wenn etwas Schlechtes in ihrem Leben passiert. They don't believe in God. Sie glauben nicht They an don't Gott. believe God exists. Sie glauben nicht, dass But Gott when existiert. something bad happens, Aber trotzdem, wenn etwas Schlechtes God. passiert, dann beschuldigen sie Gott. it's not like that in the Bible. Aber so steht es nicht in der Bibel geschrieben. We already read here last week that Jesus said, when the one is good, that is God. Wir haben schon letzte Woche gehört, dass Jesus gesagt hat, dass es nur einen gibt, der gut ist und das ist Gott. Amen? So I want to say to you again, when the bad things happen, it's not from God. Deswegen möchte ich euch noch einmal sagen, wenn schlechte Dinge zu euch passieren, dann kommt es nicht von I Gott. said it again to you, when bad things happen, it's not from God. Ich sage es euch noch einmal, wenn schlechte Sachen zu euch passieren, dann kommt das nicht von Gott. Why nobody say amen? Amen. So why the bad things happen, Pastor? Why these things happen? Aber Pastor, warum passieren dann schlechte Dinge? Except like I said to you, Das ist genau wie ich euch gesagt habe. we are living in a fallen world. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Don't ever think that this world exists until forever and ever. No, people! Lasst uns nicht glauben, dass diese Welt für immer und immer existieren wird. Jesus will come again. Sondern Jesus wird And noch I einmal still kommen. believe that Jesus will come in second time again. Und ich glaube, dass Jesus noch einmal ins zweite kommen And He will wird. accept us, the believers. Und er wird uns annehmen, die ihr Gläubigen. And then the second time, when He coming, Und wenn er im zweiten Kommen kommt, every knee will bow, every mouth will say that He is Lord and King. alle Knie werden sich beugen und alle Münder werden verkündigen, dass er Amen. der König ist. You can believe it or not, I just don't care, but Jesus will come again. Ihr könnt darauf glauben oder nicht, das ist mir egal, aber Jesus wird wieder nochmal kommen. Amen. Why I believe it? Because the Bible said so. Warum glaube ich daran? Weil es in der Bibel so The steht. Bible is the true words of God. Und die Bibel ist das wahre From Wort the Gottes. beginning until the end, this is the true words of God. Vom Anfang bis am Ende ist das wahre Wort And I Gottes. believe it. Und daran glaube ich. And that's why when we come, when without faith, it's impossible to please God. Und wenn wir vor Gott kommen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu Because gefallen. when you want to come to God, you have to believe that He exists. Wenn wir zu Gott kommen möchten, müssen wir daran glauben, dass es ihn wirklich gibt. And then look at what happens. And He rewards those who earnestly seek Him. Und dann schauen wir den nächsten Teil an und er belohnt diese, die ihn wirklich suchen. And from this, who comes to Him, can you put it there? Can you put it there? Who comes to Him, I want to go from this so that you know. I want to make a foundation for you, okay, so that you know it. Who comes to Him must believe that He is, that He exists, that He rewards of those who earnestly seek Him. Und wir lesen nochmal im Vers 6. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen.
That's why today I want to start from there. I want to start what I want to share with you. Deswegen ist von heute ist die Einführung zur Predigt aus diesem Vers, was ich Comes heute to teilen möchte. Him is to believe that He exists and He reward who earnestly seek Him. Wir müssen vor ihn kommen mit dem Glauben, dass es ihn wirklich gibt und dass er die Leute belohnt, die ihn Now, wirklich we go to Mark 5:25 until 34. Look at this. You notice this story. Mark 5, verse 25 until 34. Mark 5. It said like this. Now a certain woman had a flow of blood, so bleeding, for 12 years. And had suffered many things from many physicians. He had spent all that he had. Was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, okay, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? And his disciples said to him, you see the multitudes thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Awesome. Wir lesen Markus Evangelium 5, 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hat ihr helfen können. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilte. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutung hörte auf. Sie merkte sofort, wie sie von ihrem Leiden befreit war. Aber auch Jesus spürte, dass heilige Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glauben hat dir geholfen. Geh in Frieden, du bist geheilt. So what I want to say, the first point that I want to say today is focusing not in what you not have, but focusing on what you have. Also der erste Punkt, den ich heute mit euch teilen möchte, ist nicht darauf sich fokussieren, was man nicht hat, sondern das, was man hat. So, you see, this woman had spent everything to the doctors and everything so that she can get healed, but nothing happened. Also diese Frau hat ihr ganzes Vermögen daran ausgegeben an Ärzte, dass sie geheilt wird, aber es ist eher schlimmer geworden. He had nothing anymore. Sie hatte nichts mehr. And you know something, the troubles from all of the people who believe in is sometimes we are focusing on not in what that we have. Und wisst ihr, was die Probleme von vielen Gläubigen ist, dass wir einfach darauf fokussieren, was wir nicht haben. We're focusing on what happened, I want this and that. We're focusing on what we are not there for us, you know. Wir fokussieren einfach darauf, ich möchte diese Sache haben, und wir fokussieren darauf, was wir nicht haben. But we are not focusing on what we have. Aber unser Fokus ist nicht darauf, was wir This haben. woman spent everything. Und diese Frau hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben. She had nothing left. Sie hatte nichts mehr übrig. Nothing. Überhaupt nichts. You know what he just still had? Und wisst ihr, was sie noch immer hatte? Faith to Jesus. Ihr Glauben an Jesus. She had only faith to Jesus. Sie hatte einfach nur ihren Glauben an And Jesus. she said, it's very clear in Mark 5, you know. Und es steht sehr klar beschrieben in Markus 5. If I only may touch his clothes, Wenn ich doch bloß sein Gewand berühren könnte, I know I shall be made well. dann werde ich geheilt. How can she think about that? Wie kann sie nur so glauben? Because in verse 27, when she heard about Jesus, Denn im Vers 27, als sie über Jesus gehört hatte,
That's why that is the problem today. Und das ist genau das Problem heute. Do you believe Him? Glauben wir an Are ihn? we believing God in our life? Glauben wir an Gott in unserem That He Leben? can do Dass miracles. die Wunder vollbringen kann. The problem from us, we just see outside too many, you know. Aber unser Problem ist, dass wir zu oft nach draußen schauen. We are forget that we are under the grace of God in Jesus Wir Christ. vergessen, dass wir unter der Gnade Gottes sind in Jesus Christus. We are forget that we are highly favored, greatly blessed, and beloved one. Wir vergessen, dass wir sehr bevorzugt sind, sehr geliebt und die gesegnet sind. We are forget that we have faith in Him as we seek Him earnestly. He will reward us. Wir vergessen, dass wir Glauben an ihn haben und dass er, so wie wir ihn ernsthaft suchen, dass er uns belohnen wird. We just see outside and we say, oh, ich hätte das haben können. Anstelle fokussieren wir einfach darauf, was da draußen ist. Und wir sagen uns immer, oh, I could have had. Sometimes es zu viel hätte ist auch nicht gut. And sometimes to say, Okay? Hätte. if only, if only. Ich hätte mal essen können heute, jetzt gleich. I could have had something to eat just now. You see, this is the problem. Und das ist das Problem. No, but this woman, see what he had. She had. Aber diese Frau, die hat sich darauf fokussiert, was She sie had hat. faith in Und Jesus. sie hat den Vertrauen und Glauben an Jesus. She had faith in Jesus. Sie hat den Glauben an Jesus. That's why today I just don't focusing on what you have, but focusing on what you have. Deswegen lass uns heute nicht darauf fokussieren, was wir nicht haben, sondern das, was wir schon haben. What do you have? Also, und was haben wir schon? You have Jesus. Wir haben Jesus in unserem Leben. And that is more than enough. Das ist mehr als genug. I don't care what you have in the problem in your life. Also, es ist mir egal, was für ein Problem ihr habt. I'm not being not sensitive to you. No. Ich See will there. nicht unsensibel sein. But the answer for everything that you have, Aber die Antwort auf alles, was ihr habt, what you have is Jesus was Christ. ihr habt, ist Jesus in And eurem He Leben. is the answer for everything Und er ist die Antwort auf alles, auf allem in your life. in eurem Leben. Amen. Amen. You have to know that you are living under the grace. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir unter der Gnade leben. You are living under the grace, people. Ihr lebt unter der Gnade. That's why sin cannot overcome you anymore. Deswegen kann die Sünde euch nicht mehr überwinden. Amen. Amen. Curse not overcome you anymore. Der Fluch kann euch nicht mehr The überwinden. blood of Jesus already washed every sin in you so that you are so white more than a snow. Das Blut von Jesus Christus hat euch schon so sauber gewaschen, dass ihr weißer seid als Schnee. And that is your part. Und das ist euer And that Anteil. is you. Und das seid ihr. And listen to me, what you have Hört mir gut zu, das, was ihr habt, in Jesus, in Jesus, you are completely perfect. in Jesus sind wir komplett perfekt. Vollkommen. Amen. Amen. Say to your neighbors, in Jesus I am completely perfect. Lass uns heute Nachmittag sagen, in Jesus bin ich I vollkommen already told you last perfekt. week. Das habe ich schon letzte Woche erzählt. So today, don't ever say that oh, I don't have this, so that's why I don't perfect. I don't have this, so that I cannot minister. I don't have this, and so I cannot move. Nonsense! Also lasst uns nicht sagen, ich habe das nicht, also bin ich nicht perfekt, ich habe das nicht, also kann ich nicht dienen, ich habe das nicht, also kann ich mich nicht bewegen. Das ist Unsinn. You have Jesus. Wir haben Jesus. That's more than enough. Und das ist mehr als genug. Because of Jesus, you are highly favored, greatly blessed, and beloved. Weil wir Jesus haben, sind wir sehr gesegnet, sehr bevorzugt und sehr geliebt. That's why I want you to know that sometimes we cannot move in our faith, you know. Deswegen möchte ich sagen, manchmal deswegen sind wir nicht in der Lage, in unserem Glauben zu handeln. Today I just want you to focus on what you have. Heute möchte ich, dass ihr euch darauf fokussiert, was ihr habt. Don't focus on what you have. Lasst uns nicht darauf fokussieren, was wir nicht haben, You have faith. sondern wir haben den Glauben. You have faith in Jesus. Wir haben den Glauben an Jesus. It's more than enough Und das ist mehr als genug, to bring you um euch more than a winner. mehr als ein Überwinder im Leben zu machen. Amen, church? How can I have it, Pastor? Aber wie kann ich das haben, Pastor? Because you have faith in Jesus Christ. Weil ihr den Glauben an Jesus Christus habt. And it's enough. Und das ist mehr als genug. So today, focusing on what you have like this woman. Also deswegen genauso diese Frau, lasst uns heute darauf fokussieren, was wir in unserem Leben haben. Sometimes when troubles or issues or whatever happens in your life, it seems there is no breakthrough. Deswegen manchmal in unserem Leben, wenn wir Schwierigkeiten und Probleme haben, es scheint, als würden wir dann nicht durchkommen. Probably you are there so long now, Wahrscheinlich seid ihr schon in dieser Situation für so lange.
God wants you to focus on what you have, Aber Gott möchte euch, dass ihr darauf fokussiert, was ihr habt. that you have Him. Dass ihr ihn habt. And He said, "You are my beloved Son." Und er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. That's why today, go on it, okay? Don't focus on what you not have, but focus on what you have. Deswegen heute lasst uns das loslassen. Lasst uns darauf fokussieren, was wir haben und nicht auf dem, was wir nicht haben. Every Sunday we receive or partake the Holy Communion. Jeden Sonntag, den wir teilen am Abendmahl. You know what does that mean? Wisst ihr, was die Bedeutung davon We ist? can rest in we can rest in the perfect work of Jesus, in what He did 2000 years ago. Dass wir uns entspannen, dass wir Ruhe finden in der perfekten Arbeit von Jesus. To partake the Holy Communion is not just to eat bread and wine, you know. Am Abendmahl Or teilzunehmen, drink the cups. am Abendmahl teilzunehmen bedeutet nicht einfach dieses Stück Brot und diesen Wein zu There trinken, is something there. sondern da ist etwas. As you eat the bread, So wie ihr dieses Brot isst, you know that you are already one with your Jesus, your Lord. da wisst ihr, dass wir schon längst eins geworden sind mit This unserem Herrn. is the proclamation that I am one with Lord. Das ist die Verkündigung, zu sagen, That's ich bin why eins mit Herrn. we do it over and over every Sunday. Und deswegen tun wir es immer wieder jeden Sonntag. And then when you drink the cups, which is the blood of Jesus, you know that through his blood, like a fountain coming up from every vessels or every blood vessels that open on the Golgotha, your sins already was away. Wenn wir das Blut trinken, dann wissen wir genau, wie Jesus Blut verschüttet war auf Golgatha, dass alle unsere Sünden schon weggewaschen sind. When you see this, when you partake the Holy Communion, Wenn ihr daran teilnehmt am Abendmahl, you know that you have a great blessing in your life. dann wisst ihr, dass ihr einen großen Segen im Leben habt, It is Jesus Himself. welches Jesus selber ist. Right? Focusing on what you have. Lasst uns auch fokussieren, was wir haben. You have Jesus. Wir haben Jesus. You are under the grace. Wir sind unter der Gnade. You have faith in Him. Wir haben den Glauben an ihn. You will make it. Ihr werdet es schaffen. Second thing is, do your part. You know? Der zweite Teil ist, tut euren Do Anteil. your part. Tut euren Anteil. Let's read Acts 27. Go to Acts 27. Lasst uns zu It's Apostelgeschichte about Rome again. 27. I love it. Acts 27. Acts 27, 33, verse 38. It said like this. And as the day was about to dawn, Paul implored them all to take food, saying, "Today is the 14th day you have waited and continued without food and eaten nothing. Therefore I urge you to take nourishment, to eat, for this is for your survival. Since that," once again, 34, okay? "Therefore I urge you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from the head of any of you." And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all. And when he had broken it, he began to eat Holy Communion. Then they were all encouraged and also took food themselves. And in all, we were 276 persons on the ship. So when they had eaten enough, they lightened the ship and threw out the wind into the sea until then. Apostelgeschichte 27, 33 lesen wir. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten, und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 226 Mann an Bord. Als alle gegessen hatten, warfen sie die restlichen Ladungen Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Okay, now the second is do your part, right? That I said. Der zweite Teil ist, unseren eigenen Anteil But zu tun. probably be asking me, Pastor, is that under grace you said to us that we have to rest? Aber Pastor, sagst du nicht, dass wir unter Gnade uns entspannen sollen? Yes, amen for that. Ja, Amen. We have to enter His rest. Wir müssen in That's seine the Ruhe work eingehen. that we have to do is to enter His rest. Die Arbeit zu tun, die Arbeit, die wir tun müssen, ist in seine Ruhe einzugehen. But rest in Jesus Christ does not mean lazy. Aber
die Ruhe in Jesus Christus heißt nicht faul zu sein. It's not that you say, okay, I'm resting and now I just want to be lazy and no, it's not that. It's not that. Also das bedeutet nicht zu sagen, ja, ich entspanne mich jetzt und ich werde jetzt gerne faul sein, aber das ist nicht, was es bedeutet. To rest under grace, it's mean one thing. Das Entspannen unter der Gnade bedeutet eins. You rest in the finished work of Jesus Christ. Wir entspannen uns in der im vollbrachten Werk von Okay. Jesus Christus. As he said, it is finished. So wie er gesagt hat, es ist vollbracht. You rest on that. Da ruhen wir darauf. Even there is a problem, Auch wenn es ein Problem you gibt. know in Jesus' name, Da wissen wir, dass in Jesus Namen, finished. das ist schon vollbracht And you ist. will see everything will be okay. Wir werden sehen, dass am Ende alles in Ordnung That is ist. the rest. Und das ist die So Ruhe, when die you wir do haben. your task or whatever it is in your life, studying or whatever it is, So dass egal, welche Arbeit wir in unserem Leben haben, you can still be rest, not depressed. da können wir trotzdem die Ruhe haben und nicht depressiv sein. Because you know what is the end of all of this. Denn wir wissen, was das Ende von allem sein wird. Amen. This is very important, church, okay? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Otherwise, you will say, oh, what happens? Oh, I don't know. And then you get depressed. Ansonsten, wenn wir uns Sorgen machen und denken, oh, was kann jetzt passieren, was passiert jetzt dann und dann, werden wir depressiv. Actually, you can rest. Aber in Wahrheit können wir die Ruhe finden. That's why, in doing our part, Deswegen, indem wir unseren eigenen Anteil tun. our conscience is rest. In unserem Bewusstsein sind wir in der Ruhe. Because we know that Jesus already completed everything. Denn wir wissen, dass Jesus schon längst alles verbracht hat. He completed everything. Er hat schon alles verbracht. For example. Zum Beispiel. You know, you pray, you know and believe and you rest that you know that God will restore your family. Wir glauben, zum Beispiel, du glaubst daran und vertraust darauf, dass Gott, und du ruhst darauf, dass Gott deine Familie wieder, You believing in God. dass er die Familie You wieder believe heilen that wird. you know that Jesus said completed. Du glaubst auch, dass Jesus gesagt hat, dass es schon vollkommen vollbracht ist. But listen to me. Aber hör mir gut zu. It cannot be happen Es kann nicht passieren, when you not speak to your spouse. wenn du nicht mit deinem Ehegatten, Ehemann, Ehefrau redest. When you are not pray for him. Wenn du nicht für diese Person betest. When you are stop loving him. Wenn du aufhörst, diese Person zu lieben. Amen. There are examples. You want probably you are in the finance trouble. You know. Oder vielleicht hast du finanzielle Probleme. You know. When you say God bless me, I want that my finance will be okay. Du betest, Gott segne mich, damit meine Finanzen wieder alles You in Ordnung have ist. to really take care about your finance. Also du musst dir wirklich, dich um deine Finanzen kümmern. You probably have to lose your addicted to buy things. Vielleicht musst du deine Abhängigkeit davon, Sachen zu kaufen, verlieren. Or somebody get hit here. Oder Oh yes. Probably you have to lose it. wahrscheinlich müsst ihr das losgehen. It cannot be you said God, but you still every time you open Amazon, eBay, and everybody you buy and buy and buy. Wir können nicht beten, Gott gib mir die Finanzen, aber trotzdem wir öffnen weiter in Amazon oder eBay und kaufen weiter. And this is practical also as a believers. Und das ist auch sehr praktisch als Gläubiger. You said you believe in God, Wir sagen, wir glauben an Gott. that He is Jehovah Jireh, Wir sagen, dass er Jehova Jireh ist. that He provides everything. Dass er dass er alles gibt, And you are free aber du hast trotzdem Angst, to give. um zu geben. You know something? Wisst ihr etwas? Give the tithe is the practical way to believe in God. Die 10. Gabe zu geben, ist die Praxis, an Gott zu glauben. You know, give the tithe is the practical way to believe in God. Die 10. Gabe zu geben, ist die Praxis, auf Gott zu vertrauen. You know that you have this kind of money, right? Wir wissen, dass wir diese Anzahl an Geld haben. Are you there to believe in God when you give 10% of that? Wagen wir es, auf Gott zu vertrauen, 10% zu geben. 10% of what you have, 10% von dem, was wir haben. and you know God still provide you. Und wir trotzdem wissen, dass Gott sich um uns sorgt. And you will have more than enough. Und dass wir trotzdem mehr als genug haben. This is the practical way. Und das ist die Praxis.
The problem is we want to hear that in our ears is very okay and very good and something, but the practical way, when we go to practice, sometimes we are blocked. Was wir immer hören, wir wollen immer hören, dass alle Sachen in Ordnung ist, alles perfekt ist, aber in der Praxis ist das immer, wir sind immer blockiert. Listen to me, okay? Listen to me. This is very important. Hört mir gut zu, das ist eine sehr wichtige Stelle. When you partake the Holy Communion, Wenn ihr im Abendmahl teilnimmt, we are proclaimed, we are remembering what Jesus did on the cross. dadurch verkündigen wir und erinnern uns daran, was Jesus am Kreuz getan hat. Okay? We are remembering him on the cross. Wir erinnern uns daran, wie er am Kreuz What he did was er getan hat, and what the death of Jesus. an dem Tod von Jesus Christus. But Jesus is not still dead. Aber Jesus, der ist nicht tot geblieben. He raised up again. Er ist auferstanden. He lives. Er lebt. And to prove that he lives, Und um zu beweisen, dass er lebt, and to prove that my Jesus is living, und zu beweisen, dass is Jesus life, and he is there, he is not dead. dass er lebendig ist und nicht tot ist. You know what is the proving for that? Wisst ihr, was der Beweis dafür ist? That is from your heart Das in eurem Herzen to give the tithe. die Zehntelgabe zu geben. You don't believe me? Wenn ihr glaubt mir nicht. Hebrews 7, verse 8. Open it from. You have an ESV, English service, English version. Hebrews 7, verse 8. Look at this. What I believe, as I read the Bible, what I believe, tithe is not for everybody. Was ich dann glaube ist, wenn ich die Bibel lese, ist die Zehntelgabe nicht für jeden Because for Person. giving the tithe, you have to know the secret of Melchizedek. Denn um die Zehntelgabe zu geben, müssen wir das Geheimnis von Melchizedek kennen. Melchizedek. Melchizedek? The high priest. Der Jesus. hohe Prediger von Jesus. You can read Hebrew, okay? Da können wir die So you Hebräer know, as Abraham won the war, he came to Melchizedek and he brought 10% of what he had to Melchizedek. Als Abraham den Krieg gewonnen hat, da hat er seine 10% zu diesem hohen Priester gebracht, Melchizedek. And Melchizedek bring wine and bread. Und dann hat Melchizedek Brot und Wein gebracht. It's about Holy Communion. Und das ist It's before that God gives the law. Das ist noch lange davor, bevor Gott das Gebot gegeben hat. That's why for me to give the 10% to God. Deswegen für mich die 10% an Gott zu geben. Only for the adult that have faith in Jesus and know who is He. Das ist nur für die Erwachsenen, die Vertrauen an Gott haben und Jesus ist und zu wissen, wer er ist. It's not for the baby Christian. Das ist nicht für die Säuglinge im Christentum. Because we just don't know what is the secret about that. Denn sie verstehen nicht das Geheimnis dahinter. But I don't want to talk about tithe, okay? But I just want to go to this. So, when you give tithe, Also wenn ihr die Zehntelgabe gebt, look at this. In the one case, tithes are received by mortal man, but in the other case, by one of whom it is testified that he lives. Hebräerbrief 7, Vers 8 lesen wir. Die jüdischen Priester, die den 10. Teil der Ernte erhalten, sind sterbliche Menschen. Mit Melchisedek aber nahm einer den 10. Teil entgegen, von dem die Heilige Schrift bezeugt, dass er weiterlebt. Amen. So, this is the secret, people. Und das ist das Geheimnis. It's very good in German, for example. Ist sehr gut auf der deutschen Übersetzung. Melchizedek is the symbol of Jesus Christ. Melchisedek ist das Symbol von Jesus Christus. Amen. Look at this. So, when the priesters of the Israel people receive the tithe, Wenn die Priester von they Israel are mortal men. die Zehntelgabe annehmen, dann sind sie sterbliche Menschen. But and then when we give it and give it the tenth, Aber wenn wir die Zehntelgabe geben, you know what happens? What is the proclaim of that? wisst ihr, was die Verkündigung davon ist? That we know that Melchizedek lived, Dass wir wissen, dass Melchisedek weitergelebt hat. and we know who Melchizedek is. Wir wissen, wer Melchisedek ist. Jesus Christ. Er ist das Symbol von Jesus Christus. So when you give tithe, Also wenn wir die Zehntelgabe geben, you proclaim dann verkündigen wir, that your Lord. dass unser Herr Live. noch lebt, lebendig ist.
Nobody say amen. Amen. I don't need your money, Also wir brauchen nicht euer Geld. but I want you to get blessed. Also ich möchte, dass ihr gesegnet werdet. Amen. So when you bring your tithe Also wenn ihr eure Zehntelgabe in bringt the church, in der Kirche, it is the proclamation dann ist das die Verkündigung, that my Jesus is live. dass mein Jesus lebendig ist. And then by giving, Und durch das Geben, by generosity that in us, durch diese freie Gabe in uns, we know that God will provide us. dann wissen wir, dass Gott sich für uns sorgt. We know that God is there for us. Wir wissen, dass Gott da für uns ist. When you say, I want to get my finance blessing, Wenn wir sagen, ich möchte, dass meine Finanzen gesegnet werden, started to believe in God. dann lass uns anfangen, an Gott zu vertrauen. In your finance. In unseren Finanzen. Ask your neighbors, are you believing God in your finance? Lass uns dann Nachbarn fragen, vertraust du Gott auch in deine Finanzen? These practical things. This is the practical thing. That's why I said, when you seek God earnestly, Und das ist, wie es in der Praxis aussieht. Deswegen sage ich, wenn wir Gott He will reward you. ernst suchen, dann wird er uns belohnen. God always does His part. Gott, der tut immer seinen eigenen Anteil. And you know something? And we have to do our part. Aber wisst ihr etwas, wir müssen auch unseren Anteil Our tun. part is to believe in Him. Unser Anteil ist es, an Gott zu glauben. And like the woman with the issues of blood, Genauso wie die Frau, die Probleme mit dem that Blutdruck hatte. touch Him. Sie hat gesagt, wenn ich ihn bloß So I berühre, touch the garment the garment of Him, I will be healed. sie hat gesagt, wenn ich doch bloß sein Gewand berühren würde, dann wäre ich geheilt. This is the rest Und das ist die Ruhe. in Jesus Christ. Die Ruhe in Jesus Christus. You know, and then you see in this verse that Paul broke the bread, Wir sehen in diesem Vers, wie Paulus das Brot zerbrochen hat, symbolized the body of Jesus, welches das Leib von Jesus Christus partaking the symbolisiert. Holy Communion. Und das die Teilnahme an dem Abendmahl ist. Listen to me. Hör mir gut zu. To receive God's blessing, Gottes Segen anzunehmen. you have to stay on your faith. Dann müssen wir in unserem Glauben bleiben. Be strong in your faith. Sei stark in eurem Glauben. Like this, Paul said, eat, Paulus hat gesagt, isst, eat, and you get strong. und dann werdet ihr gestärkt. Because no hair from your head can fall in. God will save you. Und er hat gesagt, keins eurer Haare auf dem Kopf wird gekürzt werden. Gott wird alles bewahren. To enjoy the blessing of God, Also um den Segen von Gott zu you genießen, can enjoy what He does to you. sodass wir genießen können, was er mit uns tut. Eat. Isst. What is the meaning of it, Pastor? Aber Pastor, was die Bedeutung ist vom The Essen? meaning of it that you do your part. Die Bedeutung ist, You dass don't wir say to unseren Anteil God, tun. you eat God. Wir sagen nicht zu Gott, Gott, du isst. You have to eat. Wir müssen selber essen. You have to believe. Wir müssen glauben. You have to move. Wir müssen handeln. As you move, Und so wie wir and you handeln eat, und wir essen, and you get strong, wir gestärkt werden, you will enjoy what God already provided for you. so werden wir genießen, was Gott schon längst für uns vorbereitet hat. Amen. Amen. You don't say that people. I want to. God bless me with a long life that I can live long, Lord, and always healthy. Wir sagen zum Beispiel, Gott segne mich mit einem langen Leben, dass ich immer gesund bleiben mag. How can you be healthy when you eat wrong Weil wie können wir gesund bleiben, wenn wir was Falsches essen? and you do not do sport? Wenn wir keinen Sport tun. You cannot. Das könnt ihr nicht. Amen. Say to your neighbors, don't eat too much. Lass uns Nachbarn sagen, isst nicht zu viel. Say to your neighbors, do the sport. Lass uns Nachbarn sagen, lass uns Sport haben. This is. I just want to give you today that hey, you have part that you have to do, okay? Aber was ich damit einfach heute sagen möchte, dass wir auch unseren Anteil haben, den wir tun müssen. Zu jeder Zeit. So that people see you as a believer. Sodass die Leute euch sehen können als How Gläubige. about you said like this? But the example also, lots of parents said, I wanted that my children grow in God. Viele Eltern sagen zum Beispiel, ich möchte, dass meine Kinder auch in Gott aufwachsen. That they have a norm and that they can grow. That it's not become like the world. Dass sie das Gesetz kennen, dass sie in Gott aufwachsen, dass sie nicht wie die
God, I want to do that my children grow and believe in you deeply. Wir beten, Gott, ich möchte, dass die Kinder an dich glauben und dich tief und fest an dich glauben. How can it happen when you never bring your children to church? Aber wie kann das passieren, wenn du deine Kinder niemals zur Kirche bringst? How it can be happen when they never hear the words of God from your mouth? Wie kann das passieren, wenn sie niemals das Wort Gottes von deinem Mund hören? How it can be happen you never read the Bible first for them? Wie kann das überhaupt passieren, wenn du niemals die Bibel für sie vorliest? And you said, oh, okay, and then just give it to the pastor, whatever. You don't grow your children in the words of God. Aber du sagst nämlich, ja, okay, diese Aufgabe gebe ich einfach an den Pastor ab, aber in Wahrheit ist, dass wir unsere Kinder nicht aufziehen im Parents, listen to Wort me. Gottes. Parents, listen to me. Eltern, hört mir gut zu. Are you there to say what Joshua said? Wagen wir es zu sagen, was Joshua gesagt hat. For me and my household, we will serve the Lord. Für mich und mein Haushalt, wir werden Gott dienen. Amen. Amen. You know, that's why something, it's so many terrible things happens and we say, God, hocus pocus, adakadabra. Das geht nicht. Deswegen sagen wir auch so viele schlimme Dinge passieren und sagen, komm wir zu Gott und wir möchten, dass Gott einfach sagt, God wants to bless your children, yes. ja Gott, ihr möchtet He eure Kinder segnen. protected them. Er beschützt sie. But your part as a parents, Aber dein Anteil als das bring them to God. ist, sie zu Gott zu bringen. Read the Bible first to them. Lies ihnen die Bibel Let vor. them grow in the first of the Bible, Lass ihnen in der Bibel, aus der Bibel aufwachsen, which is the words of God. welches das Wort Gottes ist. Amen. Amen. Do your part, Tut euren Anteil. because God already does His. Denn Gott hat schon längst seinen Anteil The getan. blessing is there. Der Segen ist da. Just open yourself to accept it. Lass uns einfach uns öffnen, um diesen Segen anzunehmen. Amen. Amen. The third thing, Der dritte Punkt. you can give your broken pieces to God, Wir können unsere zerbrochenen Teile an Gott geben. and you have your breakthrough. Und dann haben wir unseren Durchbruch. You have your breakthrough. Wir haben unseren Durchbruch. I don't know what kind of broken pieces that you have in your life. Also ich weiß nicht, was die zerbrochenen Teile in Acts deinem Leben sind. 27 verse 39. Acts 27 verse 39. When it was day, they did not recognize the land, but they observed a bay with a beach, unto which they planned to run the ship if possible, and they let go the anchors and left them in the sea. Meanwhile, loosing the rudder ropes, and they hoisted the mainsail to the wind and made for shore. But striking a place where two seas meet, they ran the ship aground. The ship is sinking, okay, and the prow stuck fast and remained immovable. But the stand was being broken up by the violence of the words. And the soldiers' plan was to kill the prisoners, lest any of them should swim away and escape. But the centurion, wanting to save Paul, keep them from their purpose, and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land, and the rest, some on boards and some on parts of the ship. And so it was, they all escaped safely to the land. Apostelgeschichte 27, 39 lesen wir. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kannten sämtliche Ankertaue, ließen die Anker im Meere zurück und machten die Steuerruder klar. Schließlich hissten sie das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf. Während der Bug fest eingerammt war, wurde das Heck des Schiffes von der Brandung zertrümmert. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen ans Land schwamm und entkam. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst alle Schwimmern, über Bord zu springen und so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. So listen to me. Also hört mir gut zu. As the ship from Paul sinking down, So wie das Schiff, auf dem Paulus war, as they sink down, they already saw the land. so wie es angefangen hat zu sinken, haben sie schon das Ufer gesehen. And the ship was broken. Und das Schiff hat angefangen zu zerbrechen. And then the guard wanted to kill everybody there. Und die Soldaten wollten alle umbringen. So listen to me, sometimes in your life journey, Also manchmal auf unserer Lebensreise
you see that, oh, there is my aim. I'm almost there. Da sehen wir dieses Ufer, unser Ziel. But sometimes there is always hindrance, right? Aber dann gibt es verschiedene Hindernisse. It's not, and then you say, why happening again? Und dann fragen wir uns, warum ist das Why schon wieder the passiert? problem again? Warum schon wieder ein Why Problem? this happen again? Warum ist das schon wieder passiert? There is my aim. I just want to go there. Ich sehe doch schon jetzt das And there Ufer. is troubles again. Ich sehe das Ziel, es gibt trotzdem noch Probleme Your davor. life probably is like sinking ship Vielleicht ist euer Leben wie ein or sinkendes broken Schiff ship. oder ein zerbrochenes Schiff. But listen to me. Aber hört mir gut zu. Even you only have a pieces Auch wenn wir nur Teile haben, of broken ship. zerbrochene Teile von einem Schiff, Listen to me. hört mir gut zu. Even you have only the pieces of this broken ship. Auch wenn ihr nur diese zerbrochenen Teile von einem Schiff It habt. seems not important, Und es scheint nicht wichtig zu sein. but to this broken piece of things, Aber diese zerbrochenen Teile, God can give you breakthrough. durch diese Teile kann Gott euch den Durchbruch geben. You will arrive safely. Ihr werdet trotzdem sicher ankommen. Because it's not with your power, Denn es ist nicht durch unsere but eigene Kraft, with God's power, sondern durch Gottes Kraft, He will bring you to the safe place. dass er euch an einen sicheren Ort ankommen lässt. The problem is, Aber das Problem liegt darin, are we wanted to give the broken piece to God? sind wir bereit, diese zerbrochenen Teile an Gott zu übergeben. You see the land, Wir sehen das Ufer, but another hindrance there. aber wir sehen auch das Hindernis. You have only broken pieces from the shipwrecks on your life. Und von diesem zerbrochenen Schiff unseres Lebens haben wir nur zerbrochene But Teile. when you give these shipwrecks, these kind broken pieces, Aber wenn wir diese zerbrochenen Teile God will bring us safely to the land. an Gott zu übergeben, dann wird uns Gott auch So listen to me, Ufer church. bringen. Listen to me. Also hört mir gut zu. No matter what you have said or haven't said, Egal, was wir gesagt haben oder vielleicht noch nicht gesagt no haben. matter what you have done or haven't done, Vielleicht, egal, was ihr getan habt oder no nicht. matter the depth of your pain, fear, or anxiety, Egal, was eure Schulden oder Angst, Ängste oder anxiety. Schmerzen oder Ängste habt. No matter how dark your secret or how terrible your addiction now, Egal, wie dunkel eure Geheimnisse oder stark eure Abhängigkeiten sind. from that, God can do great things. Dadurch kann Gott trotzdem großartige Dinge bewirken. God can do great things with your broken pieces. Gott kann großartige Dinge bewirken durch eure zerbrochenen Teile. Listen to me. Hört mir gut zu. God brought you so far. Gott hat euch so weit gebracht. He will not let you sink it down. Er wird euch nicht ans Seeufer sinken lassen. You see, like we hear from Novita today, right? Genau wie wir heute von Novita gehört haben. It was not easy. Es war nicht leicht. It was not easy. Es war überhaupt nicht leicht. But as God bring Novita from Indonesia, from the very remote area, go here, Aber genauso wie Gott Novita von einem sehr abgelegenen Teil in Indonesien bis hierher gebracht hat. you say to me, He never let you down, right? Du hast gesagt, er hat dich niemals runtergelassen. Fallen lassen. He never let Novita sink it down. Er hat Novita niemals sinken lassen. He will provide everything. Er hat alles für sie dargestellt. When God brought you until now, until this day, until like that, now, your being now, Genauso wie Gott euch zu diesem Punkt, an dem ihr jetzt seid, gebracht hat. listen to me, Hört mir gut zu. He will never let you down. Er wird euch niemals fallen lassen. He will never let you sinking down. Er wird euch niemals sinken lassen. Amen? That's why, look at this. Romans 8 verse 28. Deswegen lasst uns Römerbrief 8 nochmal angucken. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Römerbrief 8, 28 lesen wir. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt und dem dient alles. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. That's why, you know, you said, I'm seeing like loving God. Yes, you love God. Ihr sagt zum Beispiel, es scheint, als würde ich Gott lieben. Ja, ihr liebt Gott. You know why you love God? Wisst ihr, warum Gott liebt? Because you have Jesus in your life. Weil Jesus in eurem Leben habt. The loving God is that you love first God, but God first love you. Die Liebe Gottes ist nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat. Just say thank you. Wir können einfach sagen, danke Herr. And He called you according to His purpose. Und er hat euch berufen nach eurer What is Bestimmung. What is His purpose? Und was ist seine Bestimmung? That you become like the Son Jesus Christ. Dass ihr genauso werdet wie sein Sohn Jesus Christus. And I said that you are.
Und ich sage es, dass ihr seid. Why? Und warum? Because you are in Jesus. Weil ihr in Jesus Christus seid. That's why you are complete in Him. Deswegen seid ihr vollkommen in ihm. That is grace, church. Und das ist die Gnade. It's not what you do it yourself, but because of grace of God. Das ist nicht, was wir aus unserer eigenen Arbeit tun, sondern weil wir unter der Gnade Gottes That's sind. why everything, Deswegen even if it alles, seems wrong, auch wenn es falsch even if it scheint, seems bad, auch wenn es schlecht scheint, God works that for the good for you. Gott arbeitet alles zusammen zum Guten God für will uns. make it good for you. Gott wird alles machen, sodass es gut für uns ist. Amen. Amen. It will be good. Also, So today, listen to me. deswegen heute hat Vision. When there is broken in your life, Wenn es zerbrochene Teile in eurem Leben gibt, God can fix it. Gott kann es reparieren. When there is empty things in your life, Wenn es leere Sachen in eurem Leben gibt, God can fill it. Gott kann es auffüllen. When there is fail in your life, Wenn es Niederlagen in eurem or Leben when there gibt, is failure in your life, wenn es Niederlagen in eurem Leben gibt, God can restore it. Gott kann es wiederherstellen. When there is wrong in your life, Wenn es falsche Dinge in been eurem wrong Leben in gibt, your life, wenn ihr falsche Dinge in eurem Leben getan habt, God can make it right. dann kann Gott es wieder richtig machen. When there is crook in your life, Wenn es schief oder gebogene Dinge in eurem Leben gibt, God can make it straight. dann kann Gott es wieder gerade machen. When you fell, Wenn ihr gefallen seid, God can pick you up. dann kann Gott euch wieder aufheben. When you see it, when your life it seems paralyzed, Wenn es scheint, dass euer Leben paralysiert ist, God can move your life. kann Gott euer Leben wieder zur Bewegung bringen. And there is seemingly dead in your life, Wenn alles tot in eurem Leben scheint, God can resurrect the dead. Gott kann auch die Toten wieder auferwecken. Nothing is beyond God, Und nichts ist größer als Gott. and nothing is impossible for God. Und nichts ist Amen. unmöglich für Gott. Give Jesus praise. I want to close with this. I really want to close with Ich this. will damit mit dem folgenden Punkt schließen. Your broken pieces you give to God. Okay. Diese Wochenteile, die wir an Gott geben. Luke 1 verse 37. Lukas Evangelium 1. Fear, for no word from God. Luke 1 verse 37. For no word from God will ever fail. For with God nothing will be impossible. Lukas Evangelium 1,37 lesen wir. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Amen. No word from God can fail. Kein Wort von Gott ist ein falsches Wort. Everything that He said, Sondern alles, was er sagt, it will be happen. das wird auch geschehen. In 2 Corinthians 4 verse 8 until 9 from New Living Translation. Go home with this. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed and broken. We are perplexed, but we don't give up and quit. We are hunted down, but God never abandoned us. We get knocked down, but we get up again and keep going. 2. Korintherbrief 4, Vers 8 lesen wir. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft rastlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Probably you wait for the miracles in your life today. Vielleicht wartest du heute auf das Wunder in deinem Leben. You will have it. Du wirst es bekommen. Say to your neighbors, I will have my miracles. Lass uns den Nachbarn sagen, ich werde mein Wunder bekommen. It's about to be happen. Es wird bald It's about to geschehen. be happen. Es geschieht bald. You will reaching your own. Ihr werdet euer Ruhm erreichen. Even there is only broken pieces. Auch wenn du nur zerbrochene Teile hast. But it's not because of broken pieces. Aber es ist nicht durch diese zerbrochenen Teile, You will reaching your own dass ihr euer Ruhm erreicht, because you have God sondern weil ihr Gott habt and we know in Jesus Christ. und weil wir in Jesus Christus sind. We will make it. Da wissen wir, dass wir es schaffen We werden. will reaching our own. Wir werden unser Ruhm erreichen. Just get up again, church. Also lasst uns einfach wieder aufstehen. Move again. Lasst uns wieder bewegen. Go face the next week Steht dir nächste Woche entgegen. and say thank you for your blessing, God. Und lass uns sagen, danke Gott für deinen Segen. I know that you bless me. Ich weiß, dass du mich segnest. I know that miracles will happen Ich weiß, dass die Wunder geschehen, because Jesus is with you. weil Jesus mit dir ist. God bless you.
Der Herr segne euch. Hallelujah. Amen. Let's pray. Lass uns zusammen beten. Thank you for the Bible verse that we hear today, Lord. Danke, Herr, für den Bibelvers, den wir heute gelesen And haben. for everything that you already give us. Danke, dass du es schon gegeben hast. Thank you, Jesus. Danke, Jesus.